Hi. Hi. How are you? Oh, I'm phenomenal. How are you? You are phenomenal. Oh, I'm phenomenal as well. Gut, so. Yeah, So, yeah. uns geht's allen phänomenal. Ich hoffe, euch geht's auch allen phänomenal. Yes, so much change is going on all across the planet, right? So viel Veränderung passiert gerade überall auf dem Planeten. Yeah. That's so funny you went like this with your nose because I thought it was my nose that was itching and maybe it was yours. Nee, war's. Das ist so lustig, du hast dich gerade in der Nase gekratzt und die Cass meint, oh, ich habe gedacht, das ist meine Nase. Und ich habe gesagt, vielleicht war es wirklich ihre Nase. Yeah, yeah. And this is about what does your body know, Hier right? geht es darum, was weiß euer Körper. That only your body knows. Das nur dein Körper weiß. Yeah. So what about asking that question? So was, wenn wir diese Frage stellen würden. Yeah. Does anyone want to give an example of what their body knows? Möchte vielleicht irgendjemand von euch uns mal ein Beispiel geben, was euer Körper weiß? Yeah, cool. What does your body know? Was wissen eure Körper? Well, I asked my body what he knows about having pneumonia. And it's like out of breath, being out of breath, totally like exhaustion. Yeah. And Ich habe meinen Körper gefragt, was er darüber weiß, über Lungenentzündung. Und es ist, als wäre man vollkommen atemlos, vollkommen erschöpft. And just wondering how much of that is going on in the world out there. Und ich frage mich gerade, wie viel von dem gerade da draußen in der Welt vor sich geht, diese Atemlosigkeit. Yeah, that's a great question. So some contribution for your body. First So, of all. das ist eine großartige Frage und so als Beitrag für deinen Körper. And one of the things that has become so apparent to me is how the simplicity of what we know. Was für mich so offensichtlich wird oder immer offensichtlicher wird, ist die Einfachheit dessen, was unsere Körper wissen. Yeah. So when you talked about out of breath, I got an image of there's a really out of control fire going on the west coast of the United States right now. Und als du das von der Atemlosigkeit gesagt hast, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, ist dieses wirklich riesige Feuer, das an der Westküste der USA gerade wütet, das vollkommen außer Kontrolle ist. Hundreds of miles away, their houses are full of smoke, right? Noch in Hunderten von Meilen Entfernung sind die Häuser voller Rauch. Yeah. And so just asking, when you hear that, and I'll just talk about two other things going on. Is there any movement in your body? Is there any acknowledgement from your body that it's aware of that? So, und Christine, wenn ich das sage, und es gibt noch ein paar andere Dinge, die so außer Kontrolle sind gerade, gibt es irgendeine Reaktion deines Körpers? Ist irgendeine Bewegung, eine Veränderung zu spüren, wenn ich darüber spreche? Yeah. People choking, people not being able to breathe. Leute, die das Gefühl haben zu ersticken, die nicht atmen können. Just when I say that, I take a deep breath in. Und wenn ich das auch nur sage, nehme ich einen tiefen Atemzug. Yeah, and I've been aware of sort of shallow breathing for myself. Und ich bin mir auch irgendwie bewusst geworden, dass ich selbst flach atme. Yeah, instead of taking a deep breath in and allowing your ribs to also expand and your lungs to expand and your shoulders to go back and strengthen with that deep breath. Statt einfach wirklich tief einzuatmen und deiner Brust und deinen Lungen sich zu erlauben, sich auszudehnen, deinen Rippen und deinen Schultern, dass sie sich aufrichten können. Yeah, are we taking advantage of that when we're not having pneumonia? Are we
utilizing that breath that we do have to our advantage? And do we only miss it when pneumonia comes? Ja, nutzen wir diese Fähigkeit, so tief zu atmen, oder bemerken wir das erst, dass wir einen Mangel daran haben, wenn wir sowas wie Lungenentzündung haben? Yeah, yeah. So is there any change with that? Also, someone was talking to me about what's going on in northern Spain, in Catalan, you know, that they're talked out. They're tired of talking about it. Ja, so verändert sich da was, wenn ich so darüber spreche. Und was auch noch kommt, jemand hat mir erzählt, in Katalonien sind sie es müde zu reden. They feel like they're wasting their breath. Sie haben das Gefühl, sie verschwenden nur ihren Atem. Yeah. Right. So is there anywhere where we've been wasting our breath or not taking advantage of our breath? So, gibt es da irgendwelche Orte, wo wir unseren Atem verschwendet haben oder wo wir unsere Fähigkeit zu atmen nicht wirklich verwendet haben? Yeah. I woke up this morning so cranky. So cranky. Oh, ich bin heute Morgen aufgewacht und war so sauer, aber so sauer. And a simple question. So, truth, what is this? Is it mine? Und eine ganz einfache Frage. Wahrheit, was ist das? Ist das meins? Okay, so it did go away a bit with the is this mine, right? Es ist ein bisschen weggegangen mit der Frage, ist das meins? And I was on a call with the Being You certified facilitators. Were you on that? No, I missed it, but I listened to it afterwards. Ja, also die Kass war bei einem Being You Facilitators Call. Ich habe den leider verpasst, aber ich habe ihn mir hinterher angehört. And I get that Dane was talking about this also on the Receive call last night that he's doing series, right? Und über das Gleiche hat Dane auch gestern bei dem Receive Call gesprochen, den er gerade macht. And I, of course, talk about it in the 7 steps. The 7th step, connect with the earth. Und natürlich spreche ich darüber auch jede Menge in den 7 Schritten in meinem Buch und in den Kursen, nämlich sich zu verbinden mit der Erde. Yeah, and he's talking about tendrils into the earth. So What's a tendril? Tendril is like the cord that I talk about. It's like extending almost those roots into the earth, right? Ah, From okay. the feet. Ja, und er spricht davon, quasi sich auszudehnen, seine Wurzeln auszudehnen bis tief in die Erde hinein. So just full circle, what does your body know? And the simplicity, is it time to connect our bodies and allow them to connect to the earth? So, und wieder diese Einfachheit. Was ist es, was eure Körper wissen? Ist es an der Zeit, unsere Körper wieder zu verbinden mit der Erde? I was talking to my girlfriend Karen in Las Vegas, where they had this crazy guy shooting people up, and we were talking about if you could talk to your heart, and what would your heart say? Ja, ich habe mit meiner Freundin gesprochen über diesen schrecklichen Vorfall in Las Vegas mit diesem Typen, der so viele Menschen erschossen hat. Wir haben uns gefragt, wenn wir unser Herz fragen würden, was würde unser Herz sagen? What do our bodies know? What does our heart know? Was wissen unsere Körper? Was weiß unser Herz? Did any of that have any read with her? Was it too fast? So, Christine, hat irgendwas für dich davon stimmig geklungen oder war das jetzt alles zu schnell? I did a body class with Susan Laserhart this weekend in Paris, this past weekend, and she talks really fast. And she started making fun of me because how slowly I talk, actually. So it's funny to say, was it too fast? Kass, she was making fun of me, and then I was making fun of her, and I was talking really fast, and like like she talks, and she was talking really slowly. So, Susan Laserhart und Kass haben letztes Wochenende einen Körperkurs in Paris gegeben und die Susan spricht wirklich schnell und dagegen war Kass langsam und dann haben sie sich gegenseitig so ein bisschen auf die Schippe genommen. Einer hat schneller als der andere gesprochen und dann wieder langsam. So, Christine, was hat es bei dir was getan? Well, precisely when I think of this man doing this, oddly my heart opens up so much. It's like I refuse to go into this madness. On the other side, I have it within my life that I constantly have to
kind of fight for something. So, wenn Feels du like, or darüber kind of, yeah. wenn du über dieses Attentat sprichst, öffnet sich mein Herz und ich weigere mich, in diesen Wahnsinn einzusteigen. Und gleichzeitig habe ich in meinem Leben diesen dauernden Kampf um irgendetwas. Like, you know, people always, I have to put my foot down and kind of, hey, stop. That's the limit to here, and that's it, you know. And I'm getting tired of that. Ich muss immer um meinen Raum kämpfen. Ich muss mit dem Fuß aufstampfen und sagen, das ist es, bis hierher und nicht weiter. Und dessen bin ich müde. What does our body know about what we're tired of? Was wissen unsere Körper darüber, wessen wir müde sind? How does that show up? Thank you so much for saying that. How does that show up? What are we tired of? That it's time to stop. Danke, dass du das jetzt so gesagt hast. Wessen sind wir müde? Was wissen unsere Körper darüber? Und es ist Zeit, damit jetzt aufzuhören. Do you get that at all, Gabby, going on in your universe? Yeah. Oh ja, ja. Getting tired of stuff and getting all the information and the awarenesses and this feeling of, yeah, this has to stop somehow. Yeah. Es ist dieses Gewahrsein, das wir bekommen von überall her, diese Informationen, dessen wir schon müde sind, was hier passiert und dieses Gefühl von, das muss jetzt aufhören. Yeah. So let's just allow our bodies to give us that information, right? So lasst unseren Körpern einfach uns diese Information übermitteln. Lasst es uns erlauben. What are we tired of? Wessen sind wir müde? That it's time to stop. Dass an der Zeit ist, beendet zu werden. What change are we in our bodies ready to make? What change is our body giving us the information that is required, and now's the time? So, welche Veränderung ist dringend erforderlich? Worüber geben uns die Körper die Informationen? Welche Veränderung ist jetzt an der Zeit? Is now the time to stop. Ist jetzt die Zeit, das zu beenden. That which is exhausting us. Das, was uns erschöpft. Slowing our bodies down. Indem wir unsere Körper verlangsamen. Yeah. So that we can begin this language of the heart of the earth, of what we know. So damit wir beginnen können, diese Sprache der Erde zu sein, die wir kennen. Die Sprache dessen, was wir wissen. It's so funny that Gabby and I both took off our glasses. We're like, oh, well, we're like twins. Stop it. Well, also with the question, right? It's like, what have we been using external devices to see? That if we were willing to listen to our bodies and ask that question, we could stop. Ja, es ist so lustig, meint sie, dass wir beide unsere Brille gleichzeitig abgenommen haben. Und was ist es, was wir nicht gesehen haben, wozu wir Mittel benutzt haben, um es zu sehen oder nicht zu sehen oder anders zu sehen? Yeah, you know, with this Dancing with Riches class, we're going to be doing that next. The following weekend, the 21st and 22nd in Vienna. And one of the first things I talk about is what's vital for you, what's essential to you. And so last night I was climbing stairs, asking myself that. And my body, every time I answered, no movement, no movement, no movement. So, wir machen ja jetzt demnächst in Wien diesen Kurs mit Reichtümern tanzen. Das ist am 21. und 22. Oktober. Und da geht es ganz viel um die Frage, was ist wirklich lebenswichtig für uns? Und gestern Abend habe ich meinen Körper das gefragt, was ist es wirklich, was erforderlich ist, damit das Leben Freude macht? Und egal welche Antwort ich gegeben habe, mein Körper hat sich nicht bewegt. Yeah, and so one of the things about that is we have so many tools, right? And what would it take to actually be those tools and use them? So asking the questions that you ask of others, ask it again to yourself. Don't assume you know the answer. Ask it again. What is it now? Ja, und wir haben all diese Werkzeuge. Was brauchen wir auch wirklich kontinuierlich zu benutzen? All die Fragen, die wir sonst den anderen Leuten stellen.
Was ist es, was wir uns jetzt fragen könnten, mal wieder, von Neuem? So, was ist es, was wir wissen? Was ist es, was die Körper wissen? Was ist das? So I started naming some things, what's vital to me that I know in the past has been very light and my body lets me know, like laughter, right? I said laughter. Ja, ich habe so ganz viele Sachen genannt, die für mich bisher lebenswichtig waren, wo mein Körper immer reagiert hat, wo er immer leichter geworden ist. Wie zum Beispiel Lachen. Ich habe Lachen gesagt, Körper ist Lachen lebenswichtig. And that's a very good idea. Like when you're asking your body questions and looking to receive a response and you don't get a response, go for a response you know is true for you. Like laughter, it's true for me. Ja, und das ist auch ein guter Tipp, ja. Wenn euer Körper nicht wirklich reagiert auf das, wenn ihr etwas fragt, geht zu etwas zurück, von dem ihr wisst, wie die Antwort ist. Und ich weiß, dass Lachen für meinen Körper etwas Lebensnotwendiges ist. But something was off in my world, and that was not the response at the moment that was giving me more ease. Aber irgendwas war los in meiner Welt und das war in dem Moment nicht die Antwort, die mir mehr Leichtigkeit verschafft hat. And what came up when I responded, clarity and breathing, vision and breathing, were the things in that moment that were light for me. So, und in diesem Moment, was hochkam, was leicht für mich war Atmen, Klarheit, eine Vision. Yeah, so what is it? What is the clarity that you and your body have that if you're willing to listen to it, will give you the vision and the ease that you're looking for? So, welche Klarheit ist es, die eure Körper haben, die, wenn ihr gewählt werdet, sie anzuerkennen und wahrzunehmen, euch die Vision verschaffen würden in eurem Leben? What if it's different today than it was yesterday? Und was, wenn es heute anders wäre als gestern? Are you willing to receive that? Seid ihr gewillt, das zu empfangen? What is it that you and your body know Das ist es, was ihr und eure Körper wissen. that your mind can't even fathom? Dass euer Verstand sich nicht im geringsten vorstellen kann. Simplicity. Einfachheit. What simplicity of being can we be today that we were not willing or able to be yesterday? Welche Einfachheit des Seins können wir heute sein, dass wir gestern noch nicht gewillt oder fähig gewesen sind zu sein? Is that what the planet is asking for? Fragt der Planet genau danach. Is that what your being is asking for? Ist es das, wonach euer Wesen fragt, euer ganzes Sein? Is that what the universe is asking for? Ist das, wonach das Universum fragt? So if we were to tap into our heart, into our being, they call it soul. What do we know? So, wenn wir da hineingehen in unser Herz, in unser Wesen oder manche nennen es Seele, was ist da? Was wissen wir? And what ease could that give you in stepping up? Yeah. Und welche Leichtigkeit könnte euch das verschaffen, wenn ihr wirklich weitergehen wollt? Yeah. Very different. What's possible now? One of the things that Dane said is what change is available now that has never been available before. What's possible to change now? What change is on the table now So, that und has not been available before? That's what he said. ja, so wie Dane gesagt hat, welche Veränderung, welche Möglichkeit für Veränderung liegt jetzt auf dem Tisch, die zuvor noch niemals verfügbar war? Was it auf dem Tisch or aus dem Tisch? Auf Auf dem Tisch. Auf Okay. And it's funny that you say that like that, because in the last week, Greg was getting that there was so many new energies coming in there that haven't been here before, and that all our bodies are trying to adapt to that new energies. There's really something changing. I mean, this is true all the time, right? New energy is coming in to stay. And this is a time where that happens again, and our bodies react to that and adapt to that. Und es ist interessant, dass die Kass das jetzt so ausdrückt, weil in den letzten Wochen hatten wir das Thema auch. Greg hat gesehen oder bekommen, dass gerade neue Energien auf den Planeten kommen und unsere Körper bemühen sich daran anzupassen. Und das ist nichts
Unnormales. Es kommen immer wieder neue Energien rein, die dann bleiben. Aber unsere Körper reagieren darauf. Die wissen das und passen sich dem an. Yeah, and it's time for some guidance from our bodies and allowing some information to come to us that would give us more ease, really. Ja. Und es ist wirklich Zeit, den Körpern ein wenig die Führung zu überlassen und zu erlauben, dass Informationen unseres Körpers zu uns durchdringen und wir denen folgen, damit wir mehr Leichtigkeit haben. Yeah. So what information are we willing to receive with ease that would actually give us more clarity? So, welche Informationen erlauben wir uns zu empfangen, die uns tatsächlich mehr Klarheit geben würde? Yeah. Or what clarity are we willing to receive that would give us more ease? Oder welche Klarheit sind wir gewillt zu empfangen, die uns mehr Leichtigkeit geben würde? Yeah, that one. Yeah. Yeah. What breath of fresh air can we breathe? Hm. Yeah. Welche frische Luft können wir atmen? Yeah. Cool. How's her body doing? Christine, wie geht's deinem Körper? A bit more ease to Ein, it. ein wenig mehr But you know, Leichtigkeit. the funny thing is that the past couple of weeks, I really took time out daily to breathe really deeply and breathe out deeply. Das Lustige ist, dass ich mir in den letzten Tagen davor so viel wirklich Zeit, eine Auszeit für mich genommen habe, 1 Stunde am Tag, um wirklich tief zu atmen. Yeah. What and how much does it have to do with breathing, and how much does it have to do with the information that is available in the molecules of oxygen, right? So, wie viel hat das mit dem Atmen zu tun und wie viel hat es damit zu tun? Wie viel hat es mit der Information zu tun, die in den Molekülen des Sauerstoffs enthalten sind? Yeah. So what if we didn't? Because our body obviously has a point of view or a about what breathing is, what it's Ja. essential. It keeps you alive, right? Und unser What if Körper it's different? So, unser Körper hat natürlich eine Ansicht darüber, was Atmen für den Körper bedeutet, dass es lebensnotwichtig ist, dass er es braucht, um am Leben zu bleiben. Aber was anderes, was gibt es Yeah. noch? I make a joke about, how there's some modalities, they say you have to breathe in 8 times and then hold it and then breathe out 8 times. But what if now the information that the earth and the universe is sending is also available in the molecules of the air? Hm. So, ich mache da immer ein bisschen Witze drüber, weil es so einige Techniken gibt, wo es eben heißt, du musst so und so oft tief einatmen, so und so oft tief ausatmen. Aber was wäre, wenn die Information, die jetzt verfügbar ist, tatsächlich in der Luft ist? Yeah, I also make a joke that however you breathe is fine because you're obviously still alive, so it's working, right? Ich mache auch immer diesen Witz, ja, ganz egal, wie viel du atmest, ist es völlig wurscht. Es hält dich offensichtlich am Leben und das ist okay. So just with the idea that there's information in the molecules of air, right? Can we take a breath in together? However you do it is fine, and see what information arrives to our body, to the molecules of our body from that air. Let's do that together for a second. Lasst uns das doch einfach mal zusammentun. Lasst uns einfach mal einatmen und wie ihr einatmet, bleibt euch überlassen und einfach sehen, welche Information da kommt, die übermittelt wird durch die Moleküle des Sauerstoffs, der Luft. Yeah, and on 3. Auf 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And another one. Und nochmal. What information is traveling through your body? Welche Information reist da gerade durch euren Körper? And how are you receiving that information in a different way than anyone else? Und wie empfangt ihr diese Information auf eine unterschiedliche Art und Weise als alle anderen? And when you breathe it out, it's a combination of what your body, the molecules in the air, and the information that together you guys have to share. Und wenn wir ausatmen, ist es eine Kombination
all dessen, was wir alle miteinander an Informationen zu teilen haben. Yeah. The beautiful thing about these body processes that we do and the body classes that we do, and I'm doing a lot. We've got one coming up in Vienna, one of my favorite cities, in November, is that we are begin to have a deeper dialogue with our bodies and allow our unique awareness to not only come in, but also come out. So, was ich sehr liebe an den 3 Tage Körperkursen, die ich gebe, und es kommt bald einer in Wien im November, sind wir da, einer meiner Lieblingsstädte. Was ich liebe, dass wir bei diesen Kursen eine tiefere Verbundenheit mit unseren Körpern spüren und mit mehr Zugang zu den Informationen haben, die wir einatmen und die wir auch wieder ausatmen. Yeah, and you know, whoever shows up or creates what the class is, right? And what Und if der that has to do with the information that they breathe in, how their body adjusts it to it, and how their body gives it back? Und jeder, der zum Kurs kommt, der da auftaucht, kreiert gemeinsam mit allen anderen diesen Kurs. Und alles, was sie an Informationen ein- und wieder ausatmen, wird zu einem Gemeinschaftswerk sozusagen. What if it were that simple? Was, wenn es so einfach wäre? And what together, all that can contribute to the changes that are being asked for here. Und was, wenn all das gemeinsam beitragen könnte zu den Veränderungen, nach denen wir alle fragen hier? So what is it that your body knows So, was ist es, was euer Körper weiß? that nobody else's body knows, Das niemand anderer weiß, der Körper von niemand anderem. that you're now willing and ready to share? Dass ihr jetzt gewillt seid und bereit, mit anderen zu teilen. So join us somewhere. Ja, seid irgendwo bei uns dabei und wir kreieren den Kurs gemeinsam. Does anyone else want to add anything? Do you want to add anything to that, Ms. Gabby? Just looking at the chat, there was someone asking a question. I think it was Michi. Can't find it right now. Michi, bist du noch live da? Michi, I can feel that there is much know-how and much magic and wow, but I don't know how to get really access to it. Also die Michi hat gesagt, sie kann spüren, dass da sehr viel Wissen ist und sehr viel Magie, aber irgendwie weiß sie nicht wirklich, wie sie Zugang dazu bekommen kann. What if you feeling that there is already you accessing it? Was, wenn du bereits Zugang hättest, indem du spürst, dass es da ist? Yeah. So what have you identified as accessing it that isn't accessing it? What if just you're being aware of it is already you accessing it? So was hast du als Zugang finden oder Zugang haben identifiziert, dass es nicht ist? Was, wenn einfach dein Gewahrsein dessen bereits bedeuten würde, dass du Zugang dazu gefunden hast? Yeah, those 4 simple questions. So what is it? Yeah. And then what do I do with it? Maybe that's what you're asking. Ja, so vielleicht fragst du eher, was ist das und was mache ich damit? But that's so interesting. It's like with the exercise about expansion. People ask, so how can I do that? How can I expand? What to do? And it's just simple. It's like, ask for it and there it is. You don't have to do anything. Und das ist genauso wie mit dieser Übung des Ausdehnens. Ja, so oft fragen die Leute, wie mache ich das denn? Wie komme ich dazu? Was muss ich tun? Aber einfach, indem sie es denken, haben sie es bereits getan. Und dann fragen wir, wie wir es tun. Yeah, and you know, it's also there's an energy of yes, ask for it, but also demand it. Like I'm asking, but this is not a no. No response is not actually in my universe. Expansion is going to happen, so let's go. And ja. Ja, und es geht auch nicht nur um danach fragen, es geht es wirklich darum, es zu verlangen, es einzufordern, ja. Also jetzt, die Ausdehnung ist in meinem Universum. Punkt, jetzt.
Yeah, there's a demand available now, that if you just step into that space of demand, like, I'm tired, I'm going to stop doing what is not a contribution. Ja, And so then you open up a space, of really infinite choice. ja. Um, So ist es jetzt eine wirklich die Energie von Forderung, die jetzt wirklich für euch verfügbar ist, ja? Wenn ihr diese Forderung stellt, es ist genug, das muss aufhören, das ist kein Beitrag für mich, ähm, betretet ihr sozusagen in ein neues Universum, in einen Raum der Forderung ein, in dem es möglich wird. do you know Anke Maria Westphal? Ja? Yeah, she was just chatting, saying she signed up late, so maybe she didn't get the link. Oh yeah, Yeah, so. I know her. Yeah, so we'll send her this recording. So what do we know? What do we in our bodies know that nobody else knows? And what do we do with it? Ja, so was wissen wir? Was wissen unsere Körper, das kein anderer Körper weiß und was tun wir dann damit? Yeah. Yeah, and it's not even about changing it. It's like Gabby was saying before, our bodies are adjusting and reacting to the change that is all around us. And so Ja, what would it take to have ease with it and also action? ja. So wie Gabi vorhin gesagt hat, es sind unsere Körper, die sich der Veränderung gerade anpassen, die sich angleichen und damit zurechtkommen. Und I totally forgot your last sentence. Ich habe voll dein letztes. Action. Ease with it and action. Ja, ja. Und das braucht, dass wir damit Leichtigkeit haben und tatsächlich auch in die Aktion gehen. Yeah, yeah. It's much more simple. It's much more immediate. It's much more now. So what is it now? What is Ja. it now? Ja, What is it? es ist viel einfacher, viel leichter, wenn wir in der Frage bleiben, und jetzt? Was ist jetzt? Was ist es jetzt? Die Dinge verändern sich. Because things are changing all the time. Things are changing all the time. And that opening up to infinite possibilities, what if it is just about choosing what is going to work for you now? And what if it was simple? Ja, so, und dann öffnet man sich den unendlichen Möglichkeiten. Und was, wenn es eine simple Wahl wäre? Und was, wenn es einfach wäre? Yeah. If any of this speaks to you, if energetically you know what we're talking about, what we're stepping into, and what we're inviting, come and join us. Ja. So, Yeah. wenn das euch energetisch irgendwie angesprochen hat, wenn ihr wisst, das ist was für euch. Yeah. I really cannot wait to be with you, Gabby. Oh, Yeah. same here. Und ich kann es kaum erwarten, mit dir zusammenzukommen. Und ja, und ich kann es auch kaum erwarten. Yeah, we have some stuff to change. I can't wait to, be in that energy and do the magic we do when we're together and with Greg. It's urging. Ja, und ich kann es kaum erwarten, mit dir zusammen die Energie zu sein, die wir sind, wenn wir zusammen sind und gemeinsam mit Greg. Und ich habe das Gefühl, da ist wirklich Zeug, das jetzt anliegt und dass es sogar dringend ist. Yeah, we talked a lot. Some people in the Paris body class who are like, "Oh, we want to come. We want to be there with you." So they're coming too. So. Oh, wow. So, es gibt einige Leute aus Paris, die auch unbedingt dabei sein wollen. Und ja, die kommen. Yeah. That would be a great class. I'm looking forward to that. Ich freue mich schon sehr. Me too. Hm. All right. Is that helpful for her? War das jetzt hilfreich? Für alle und speziell für Christine? Yeah. Cool. Awesome. And Right. Cass, will we post the recording now in the event so that when people didn't get the link, they can watch it later? Sure. Yeah. I think Beat is on. She can help with. Yeah. Cool. Ja, also wir werden den Link zu diesem Recording dann auch noch in der Veranstaltung posten und für alle die jetzt irgendwie nicht mehr dazu kommen konnten. Oder nicht die Zeit. Awesome. Yeah. Cool. So we're having I'll see you on the 19th, huh? On Yeah. the 20th. On the 20th in the evening. Yeah, come and join us. We'll be online too. I get that be there for all of it. Yeah.
So, wir werden am 19. am Abend gibt You Doing a 7 Steps Intro, right? On the Ja. 19th. Kass macht einen Einführungsabend in die 7 Schritte, dieses wunderbare kleine Buch. Und das wird nicht nur live am Abend sein in Wien, sondern das wird auch online übertragen. Also ihr könnt dabei sein, wenn ihr mögt. Wir würden uns freuen. Yeah, and the 7 steps are all about those connecting with the earth and connecting with your body and the communication with your Ja, body. und bei den 7 Schritten geht es tatsächlich um all das, was jetzt anliegt. Sich mit der Erde zu verbinden, mit dem Universum zu verbinden, die Energie zu sein, die wir sind, uns auszudehnen zu dem, was wir sind. And Darum it's translated very well. Und es wird ganz gut übersetzt. Also ich bin dabei. Thank you. Okay, on October 20th. Ja, Okay. am 20. Oktober. Wir sehen uns hoffentlich irgendwo. Okay. Thank you, danke schön. Danke euch.